Wenn wir ein großes Quilltop frei quilten, können wir das unter unserer Maschine hin und her bewegen, wie immer wir wollen. Wir brauchen unseren Quilt nicht drehen. Das ist ganz wunderbar, aber unser Motiv müssen wir dann auch in jede Richtung arbeiten können. Mal nach rechts, mal nach links, nach oben, nach unten und immer stellt sich unser Motiv anders dar. Und da gibt es Seiten, die klappen sehr gut und andere Seiten, die funktionieren weniger gut. Damit das Ganze gleich gut funktioniert, gibt es Übungen. Ich habe hier 8 Übungen vorbereitet, 8 Übungsblätter vorbereitet, von super einfach bis schwierig. Welche Übungen ihr mit diesen Blättern umsetzen könnt, das seht ihr in diesem Video. Und ihr findet diese Blätter in der digitalen Ostereiersuche versteckt in der Playlist zu Ostern. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei der digitalen Ostereiersuche. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Wir starten mit der ersten Datei. Ich habe das Standard-Stopffüßchen meiner Maschine gewählt. Wir haben den Transporteur versenkt und wir haben unsere Stichlänge auf 0 gestellt. Zusätzlich haben wir den Ober- und den Unterfaden entfernt und eine 100er Nadel eingestellt. Und wir starten mit den großen Achten. Wir haben Achten und diese Achten sind gespiegelt. Das heißt, wir quilten erst einmal ganz normal unsere Achten. In den ersten Übungen sind meine Linien noch sehr breit. Wir versuchen möglichst in den Linien zu bleiben. Wenn ihr von der Linie abweicht, dann näht einfach zurück, stoppt nicht. Simuliert so, wie es mit Faden wäre. Versucht das Ganze an einem Stück zu quilten. Und so nähen wir einmal alle Achten durch. Wenn wir das bis zur letzten Acht umgesetzt haben, starten wir wieder bei der großen Acht und wir möchten das Ganze spiegeln. Wir quilten die halbe Acht. Bei unserer Acht ist das Kopieren der Linie ganz einfach. Wir brauchen einfach in dem gleichen Achtbogen immer wieder herumzufahren. Ich fahre einmal außen um die Linie herum, dass man das besser sieht. Bei der nächsten Übung bekommt unsere Acht eine andere Richtung. Sie verschiebt sich zur Seite. Wir nähen die 8 wieder in einem Schwung mit der verschobenen 8 nach. Wenn das Ganze gut klappt, können wir unser Blatt seitlich legen. Und auch hier arbeiten wir alle Achten ab. Wenn unsere Achten gut gelingen, dann werden wir ein bisschen schwieriger. Das Ganze wird schnell schwieriger. Aber das ist okay, denn ihr könnt immer wieder zu den alten Blättern wandern. Hier haben wir ein Motiv mit geraden Schwüngen und wir haben hier verschobene Achten. Unsere Achten tauchen wieder auf, aber wieder gedreht. Hier fangen wir ganz klassisch an. Wir möchten einmal unser Motiv ganz klassisch quilten. Das heißt, wir starten. Versucht diese Linie so genau wie möglich zu treffen. Ihr könnt diese Übung so oft wie ihr denn mögt wiederholen. Wir quilten hoch und quilten die gleiche Linie zurück. Unsere Linien bei diesem floralen Motiv sind sehr viel feiner gezeichnet als die Linien bei den Achten. Und unsere 100er Nadel hat einen sehr dicken Durchmesser. Das heißt, wenn wir hier unser Motiv arbeiten, dann füllen die Löcher unserer Nadel fast genau die Stichweite. Wenn euer Papier sehr dünn ist wie bei mir, dann reißt das manchmal. Lasst euch davon nicht aufhalten. Ihr könnt ein dickeres Papier verwenden, das klappt ganz wunderbar. Ich habe einfach Druckerpapier genommen, weil jeder, der sich das ausdruckt, hat auf jeden Fall normales Druckerpapier zu Hause. Unsere Rispe besteht aus einem Bogen und aus Achterbögen. Das heißt, beide einzelnen Elemente haben wir bereits als Übung umgesetzt. Wenn wir hier sind, versuchen wir Achten zu quilten. Das heißt, wir quilten eine Linie. Das heißt, wir quilten einen Bogen, wir quilten an dem Bogen vorbei, wir quilten einen neuen Bogen, wandern wieder runter,
Wir quilten einen Bogen, wandern runter, und so weiter, bis unsere Blüte komplett gearbeitet ist. In unserem nächsten Motiv haben wir 2 Motive gespiegelt. Wir arbeiten zuerst das erste Motiv auf der rechten Seite und wir starten mit dem unteren rechten Bogen. Arbeiten den oberen rechten Bogen, arbeiten die erste Rispe. Unser Motiv hat hier noch feinere Linien und es wird noch ein bisschen schwieriger, dem Weg genau zu folgen. Wir arbeiten die erste Form zu Ende und mit dem unteren Bogen wechseln wir in die zweite Form, in die zweite Blüte hinein. Denkt daran, das Blatt immer gleich zu halten. Dreht nicht das Blatt, wenn wir möchten lernen, gespiegelt zu arbeiten. Wir haben jetzt ein bisschen Erfahrung mit unserem Motiv und was wir jetzt machen möchten ist, wir möchten unser Motiv abgucken. Wir möchten unser Motiv, das wir nun geübt haben, frei quilten. Das heißt, wir starten von der Mitte. Versucht das Motiv ganz frei zu arbeiten. Zeichnet euch keine Hilfslinien aufs Papier und denkt dran, wenn es nichts wird, schmeißt ihr das Papier sowieso weg. Ich muss bei meinem Papier wieder aufpassen. Malt euer Motiv rechts und links der Vorlage mit eurer Nähmaschine ab, ohne das Papier, auf dem ihr quiltet, zu drehen. Versucht euch an der Hauptpflanze zu orientieren, an der Abbildung zu orientieren und wenn das gut funktioniert, dann lasst das Motiv freier werden. Dann versucht die Bewegungen zu euren eigenen Quiltbewegungen umzusetzen. Wenn das Ganze gut funktioniert, dann nehmt ihr euch das Arbeitsblatt mit den 2 Abbildungen. Da sind die Abbildungen ein bisschen kleiner und das Ganze wird ein bisschen schwieriger, rechts und links von den Vorlagen zu kopieren sein. Und wenn wir das haben, dann geht es in der nächsten Woche mit den großen floralen Ornamenten weiter. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.